Servus, ich bin der Hannes Namberger, bin Dünnerfit-Athlet und Trailrunner. Ich starte jährlich bei vielen internationalen Wettkämpfen und daher ist die Pflichtausrüstung ein ganz wichtiger Teil für mich. Denn viele Veranstalter kontrollieren diese vor, während und auch nach dem Rennen. Und damit ihr da in keine Schwierigkeiten kommt, stelle ich jetzt nach und nach die einzelnen Ausrüstungsgegenstände vor. Der erste Teil ist der Schuh. Ich habe hier zum Beispiel den Ultra 100, der super Dämpfungseigenschaften hat und für lange Distanzen sehr geeignet ist. Der zweite Teil ist die wasserfeste Überbekleidung. Und hierbei verwende ich meistens die Gore-Tex Shake Jacke, die ein sehr kleines Packmaß hat, aber auch die Mindestanforderung der 10.000 mm Wassersäule erfüllt. Auch mit dabei sein muss die warme Überbekleidung. Hierbei ist zu merken, keine Haut darf sichtbar sein. Und mit Armlingen und Beinlingen hat man hier diesen Teil erfüllt und spart sich somit die Überbekleidung und auch die lange Hose. Für den Kopf und für die Hände haben wir hier die Handschuhe und die Mütze. Zum Thema Essen und Trinken. Hierbei muss während des Rennens immer 1 Liter Flüssigkeit mitgeführt werden. Es kann aber auch bei verschiedenen Rennen mehr sein und bis zu 1,5 Liter betragen. Für die Verpflegung, je nachdem was man lieber hat, Gel oder Riegel, ist es wichtig, jeden Gegenstand davon zu markieren mit der eigenen Startnummer, damit kein Müll in der Natur zurückbleibt. Für die Verpflegungsstellen an sich hat man einen X-Mac oder einen normalen Trinkbecher dabei. Auch mit dabei sein müssen Spikes mit einer Mindestlänge von 0,75 cm, die besonders hilfreich sind für Gletscherpassagen oder Schneefelder, die überquert werden müssen. Zum Thema Sicherheit haben wir hier ein ganz wichtiges Thema, die Erste-Hilfe-Ausrüstung. Hierbei ist zum Beispiel die Rettungsdecke, Verbandsmaterial oder ein Pflaster gemeint. Da ist wichtig, dass jeder vor einem Rennen einmal nachschaut, was möchte der Veranstalter haben und wie groß muss das jeweilige Material auch sein. Und habt diese Sachen auch immer dabei, denn der Veranstalter kontrolliert es auch. Des Weiteren ist ein Personalausweis mitzuführen sowie ein funktionierendes Handy, das in allen Ländern gültig ist, in dem man sich gerade befindet. Für die Orientierung während des Rennens empfiehlt sich eine Uhr oder Kartenmaterial, also ich empfehle wirklich eine GPS-Uhr, mit der man sich gut orientieren kann, wie hoch man ist, wie weit man noch ins Ziel hat. Auf jeden Fall viel praktischer. Damit man das ganze Material dann auch gut verstauen kann und jederzeit griffbereit hat, haben wir hier einen Trailrunning-Rucksack. Ich verwende meistens den Ultra 15. Da kann ich alles verstauen und unterbringen. Für einen Lauf wie den Transalpin Run, wo man im Team unterwegs ist, besteht die Möglichkeit, den Rucksack, das Erste-Hilfe-Set, das Handy und die GPS-Uhr zu teilen. Dennoch, ich empfehle, jeder hat seinen eigenen Rucksack dabei. Zum Thema Stirnlampe. Hier ist es abhängig nach Rennen und auch nach der Distanz, ob man eine oder 2 und eventuell noch einen Ersatzakku mitführen muss. Ein Tipp von meiner Seite, niemals am Licht sparen, denn dies kann oft rennentscheidend sein. Das war jetzt die komplette Pflichtausrüstung, die vom Veranstalter vorgeschrieben ist. Dennoch ist es für euch sehr wichtig, vor einem Rennen nochmal die Homepage zu checken, ob ihr irgendein Teil besonders nochmal wünscht, was ihr auf jeden Fall dabei haben müsst. Ein letzter Tipp von mir und ein absolutes Muss für mich. Ich verwende bei jedem Rennen Laufstöcke und habe immer eine Sonnenbrille dabei. Ja, und somit bin ich für jeden Wettkampf optimal gerüstet und vorbereitet. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, man sieht sich mal an der Startlinie. Servus!